Herzlich willkommen bei Logistics People Talk, dem offiziellen Renus-Podcast für alle, die in Sachen Logistik up-to-date bleiben wollen. Präsentiert von Gwen Dünner und Andrea Goretzky. Als Gast haben wir in unsere heutige Episode Isa Kohn eingeladen. Isa ist Head of Sustainability an zentraler Stelle bei der Renus-Gruppe und hat eine Vision, die Renus zu einem nachhaltigeren Unternehmen zu machen. Und damit sind wir auch schon bei unserem Thema heute. Es geht um die Frage, wie Logistikunternehmen ihren Kunden nachhaltige Lösungen anbieten können und damit langfristig dazu beitragen, die Umweltbilanz zu verbessern. Hallo Isa, herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dein Thema, nämlich nachhaltige Logistik zu sprechen. Ja, danke schön, Gwen, danke Andrea, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr und hoffe, dass ich auch der Außenwelt heute mal erzählen darf, was denn bei uns alles passiert und warum uns das so wichtig ist. Genau, wir wollen uns zunächst einmal langsam an das Thema heranwagen. Isa, du bist am Hauptsitz der Renus in Holzwickede tätig als Head of Sustainability. Was genau heißt das? Also was genau machst du als Head of Sustainability? Ja, ich bin nach meinem Masterstudium bei der Renus eingestiegen als Trainee und bin danach als Project Lead Green Logistics übernommen worden. Und das Thema ist sehr schnell gewachsen und heute sitze ich jetzt hier als Head of Sustainability. Heißt, ich bin zentral verantwortlich für das ganze Thema Nachhaltigkeit und hier eben insbesondere die Strategie, was das Klimamanagement angeht. Und dazu zählt dann zum Beispiel die Berechnung von unserem Fußabdruck für die gesamte Renus-Gruppe und daraus eben auch die Ableitung von Maßnahmen und Reduktionszielen. Ja, mache ich aber natürlich nicht alleine, sondern in Zusammenarbeit mit unseren Geschäftsbereichen und fungiere da eben als Schnittstelle. Und mit den Geschäftsbereichen erarbeite ich dann eben auch zusammen den Reduktionsfahrplan. Neben diesen Aufgaben, was die Strategie angeht, kommen noch weitere kleinere strategische Themen dazu, wie zum Beispiel die Ausarbeitung der SDGs, der Sustainable Development Goals für die Gruppe. Und nebenbei unterstütze ich die Einheiten auch bei Kundenanfragen und bin da teilweise auch in Gesprächen dabei. Und was natürlich auch ein wichtiges Thema bei mir ist, ist die Kommunikation, so wie eben auch heute. Und intern und extern, also sowohl für unsere Mitarbeiter intern und alle Einheiten, als auch eben für die ganzen externen Parteien. Das mache ich zusammen mit unserem Marketing und unterstütze eben dabei, dass unsere Aktivitäten, was ja grundsätzlich sehr positiv ist, das Thema Nachhaltigkeit, auch nach außen getragen werden können, so ganz nach dem Motto, ja, tue Gutes und rede darüber. Und warum entscheidet sich ein Logistikdienstleister überhaupt dafür, Nachhaltigkeit in dieser Form in den Fokus zu nehmen? Gute Frage. Also einmal, Renus ist ja ein Familienunternehmen. Das heißt, uns liegt es grundsätzlich am Herzen, Sorge für zukünftige Generationen zu tragen. Und es ist leider trotzdem, wie es ist. Ja, Kernstück der Logistikdienstleistungen ist eben der Transport. Und Transport verursacht heutzutage leider noch zu viele Emissionen. Aber den Transport zu organisieren und noch weitere Dienstleistungen liegt eben dann in der Natur unseres Geschäfts. Dazu zählt natürlich auch das Betreiben von Gebäuden. Ja, kann auch emissionsintensiv sein, je nachdem, wie neu auch das Gebäude ist. Und hierzu zählen natürlich vor allem unsere Läger. Und wir sind uns aber dieses Impacts und unserer Verantwortung, die daraus resultiert, vollkommen bewusst und wollen deshalb eben auch was tun. Und wir wachsen mit diesem Thema und denken auch dieses Thema langfristig. Heißt, wir müssen Wege finden, die Kundennachfrage nach den Logistikdienstleistungen auch CO2-neutral bedienen zu können. Und darum ist eben gerade auch das Thema Dekarbonisierung für uns so wichtig. Was man auch noch sagen kann, an unseren Standorten sind tagtäglich sehr viele Mitarbeiter für uns im Einsatz. Und daher müssen wir natürlich auch dem sozialen Aspekt Rechnung tragen. Und gerade eben auch die Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiter liegt uns hier eben besonders am Herzen. Und ist aber auch so, dass wir grundsätzlich, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, einfach auch aus Überzeugung handeln. Und wir bekommen hier auch Rückenwind. Ja, wenn wir sehen, auch bei Young Professionals, die legen immer mehr Wert darauf, dass sie auch für ein nachhaltiges Unternehmen arbeiten können. Und auch von Kundenseite und auch von anderen Stakeholdern bekommen wir zunehmend auch positive Rückmeldungen für unseren Einsatz und werden dann da auch honoriert. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel gehört darüber, was dich beruflich in dem Feld so umtreibt.
Vielleicht noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück, um dich auch persönlich noch mal ein bisschen kennenzulernen. Steckt hinter der Entscheidung, dich beruflich mit dem Thema zu beschäftigen, auch ein persönlicher Antrieb, den du hast? Und wenn ja, welcher ist das? Ja klar, also grundsätzlich kann ich sagen, dass es für mich total Sinn macht, im Bereich Nachhaltigkeit zu arbeiten und es einfach ein Arbeitsinhalt ist, der total viel Sinn ergibt. Und ich stehe dafür jeden Tag wirklich gerne auf, weil ich da was bewegen kann. Und gerade wenn ich jetzt dabei helfe, die Renus nachhaltiger zu gestalten, habe ich dadurch natürlich auch noch einen viel größeren Impact als bei dem, was ich überhaupt als Einzelperson im Privaten bewegen könnte. Und trotzdem sage ich auch immer gerne dazu, Nachhaltigkeit funktioniert nur und ist auch nur dann erfolgreich, wenn wirklich auch jeder seinen Teil dazu beiträgt. Auch jeder einzelne Mitarbeiter und jeder auch im Privaten. Und deshalb ist mir auch gerade der Austausch zwischen unseren Geschäftsfeldern, aber auch zwischen anderen Unternehmen so wichtig. Und ja, im persönlichen Bereich, worauf achte ich da so? Fernfahrten zum Beispiel, auch in die Heimat, mache ich nur mit der Bahn. Habe auch hier eine Bahncard 50. In der Stadt bin ich ohnehin nur mit Rad oder zu Fuß unterwegs, auch nicht mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und was ich auch super gerne mache, ist ganz viel Secondhand zu kaufen, aber auch zu verkaufen. Liegt vielleicht auch in meinem Ursprung im Schwabenländle. Ich komme ursprünglich aus Tübingen. Und ja, beim Essen achte ich natürlich darauf, wenn möglich, vegetarisch oder vegane Optionen zu wählen. Und ganz klassisch zu Hause, Licht ausmachen, Heizung sparen, genau. Ja, du hast es ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Renus ist zwar ein global tätiges Unternehmen mit mehr als 33.000 Mitarbeitern, also kein kleiner Player, aber wir sind halt gleichzeitig ja auch ein Familienunternehmen und nehmen daher die Verantwortung gegenüber der nächsten Generation sehr ernst. Inwiefern spielt das auch bei den Überlegungen zum nachhaltigen Handeln eine Rolle? Dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, wollen wir eben unseren Beitrag leisten, damit eben der Planet auch für die zukünftigen Generationen lebenswert bleibt und auch der Naturreichtum erhalten bleibt. Aber neben der Umwelt und unseren jetzigen oder sei es auch zukünftigen Mitarbeitern sind eben noch 2 weitere wichtige Punkte hier zu nennen. Das sind einmal unsere Kunden. Ja, wir gehen konkret auf deren Wünsche ein, weil auch hier sehen wir natürlich, es wird immer mehr nach Nachhaltigkeit gefragt. Und man muss auch dazu sagen, unsere Kunden heute arbeiten mit uns zusammen, weil sie uns als sehr proaktiven Partner sehen, der ihnen aber auch heute schon eine komplett grüne Supply Chain anbieten könnte. Und natürlich, neben dem Familienunternehmen handeln wir auch aus noch der anderen Grundüberzeugung, nämlich, dass wir uns bewusst sind, dass in Zukunft unsere Leistungen einfach CO2-neutral erbracht werden müssen. Und genau darauf wollen wir einfach vorbereitet sein und wollen das gestalten. Und inzwischen sehen wir uns natürlich auch bestärkt durch die Politik, dass hier der Druck auf diejenigen, die sich gerade noch der Verantwortung entziehen möchten, steigt. Heißt also, dass Nachhaltigkeit ist eigentlich in Summe auch ganz im Sinne unserer Renus-Werte. Ich nenne die jetzt hier für die Zuhörer noch einmal: Kontinuität, Integrität, Mitarbeiterorientierung und eben die Kundenfokussierung. Isa, du hast es gerade schon ganz richtig gesagt. Die CO2-Reduzierung ist ein Ziel, das wir einhalten müssen, beziehungsweise müssen irgendwann auch CO2-neutral werden. Jetzt ist es so, die Unternehmen haben schon angefangen, da was zu machen. Viele sind aber noch sehr am Anfang, andere sind schon viel weiter. Aus deiner Erfahrung heraus, wie steigt man als Unternehmen in das Thema am besten ein und wie lässt sich so eine Strategie in Sachen Nachhaltigkeit denn anfänglich aufsetzen? Es ist natürlich ein Thema, das muss von ganz oben mitgetragen werden und unterstützt werden. Das sieht man jetzt auch bei der Renus. Ja, meine Abteilung berichtet zum Beispiel auch direkt an den Vorstand. Und grundsätzlich für Unternehmen, wenn sie mit dem Thema beginnen, macht es immer Sinn, sich zu überlegen, welche Bereiche man in der Nachhaltigkeit als Unternehmen besonders beeinflusst, sei es jetzt eben sozial oder ökologisch. Und dann auch zu definieren, wo man vielleicht selbst wiederum am meisten bewirken kann. Ja, es gibt ja Bereiche, die beeinflusst man vielleicht stark, aber kann gar nicht so viel dort bewirken. Und hier spielt in der Nachhaltigkeit auch immer die Wesentlichkeitsanalyse eine große Rolle. Ja, zum Beispiel beim Fußabdruck, wesentlich bei uns sind zum Beispiel die Scope-3-Emissionen von unseren Subunternehmern, weil die eben wesentlich höher sind als jetzt Pendleremissionen. Ja, vielleicht bei einzelnen Lägern ja, aber in Summe sind diese Subunternehmeremissionen bei uns sehr hoch.
Um nochmal auf den Bereich Emissionen sprechen zu kommen, hier würde ich empfehlen, einmal mit dem Messen zu beginnen. Auch hier schön, you cannot manage what you don't measure, weil wenn man den Fußabdruck einmal vorliegen hat, kann man daraus auch einfacher die größten Treiber identifizieren und für diese Treiber dann Reduktionsmaßnahmen definieren. Und ich kann dann aber auch in der Zukunft messen, wie gut waren denn jetzt die Maßnahmen und wie wirksam war die Reduktion. Und ich möchte noch hinzufügen, wie ich ja auch schon gesagt habe, am Ende müssen alle Bereiche und auch alle Mitarbeiter mitgenommen werden, weil jeder was bewirken kann, auch wenn es erstmal nur kleine Schritte sind. Und worauf muss man da besonders achten? Also gibt es bestimmte Voraussetzungen oder Auflagen, Vorgaben der Regierung oder wie geht man vor? Ja, also das ist schwer zu beantworten, weil im Bereich Nachhaltigkeit gibt es Stand heute bisher noch nicht viele wirklich rechtliche, verbindliche Vorgaben. Gut, es gibt die 14001 im Umweltmanagement und die ISO 50001 für das Energiemanagement. Nach den beiden sind wir ja auch zertifiziert, ja quasi mehr oder weniger freiwillig. Aber man muss auch dazu sagen, das Thema kommt jetzt mehr und mehr auf. Gerade mit dem Blick, wenn wir jetzt an eben auch Erweiterungen und an Verschärfungen in der Politik denken. Und wir stellen uns tatsächlich auch schon heute darauf ein, dass in den nächsten Jahren bestimmte Anforderungen von uns erfüllt werden müssen, die dann auch verbindlich sind, wie zum Beispiel eine nicht finanzielle Berichterstattung oder auch eine EU-Taxonomie. Aber wie bereits gesagt, wir sind hier heute ja schon aktiv. Und das eben einmal aus Eigenantrieb und natürlich auch für und mit unseren Kunden und auch für und mit unseren Mitarbeitern zusammen. Wenn wir also dann nochmal einen genaueren Blick auf die konkreten Maßnahmen oder Möglichkeiten werfen, welche Nachhaltigkeitsprojekte sind denn bereits innerhalb der Renus-Gruppe umgesetzt worden oder was gibt es noch, was noch in Planung ist? Gut, hier kann ich natürlich auf unsere Prestigeprojekte verweisen, über die ich ja auch sehr gerne extern berichte, aus unseren verschiedenen Bereichen. Ich beginne mal mit unserem Warehousing-Bereich. Im Warehousing-Bereich haben wir unser Best-Practice-Beispiel Tilburg, ein Lager in den Niederlanden. Und dieses Lager ist tatsächlich eines der nachhaltigsten Logistiklager weltweit und wurde 2019 sogar für den BREEAM Award nominiert. 2020 hat es dann auch den National Steel Award für Gebäudedesign erhalten und es sieht auch wirklich sehr besonders aus. Ich nenne jetzt hier einfach nur ein paar Punkte, weil es zeichnet sich durch sehr viele Sachen aus, unter anderem auch eben durch eine schöne Verknüpfung von ökologischen und sozialen Aspekten. Wir haben hier Solarmodule auf dem Dach, wir haben dreifach verglaste Fenster, wir haben Wärmepumpen, die Fassaden und das Dach sind hochgedämmt und was ich auch sehr schön finde, in den Sanitäranlagen wird Regenwasser genutzt. Wir setzen auch LEDs ein, Klassiker. Es gibt Tageslichtstreifen und auch auf die Landschaftsarchitektur rund um das Lager herum wurde sehr viel Wert gelegt und hier eben auch Erholungsflächen für die Mitarbeiter berücksichtigt. In der Freight, also im Bereich Road und Air and Ocean, also Straßentransport und Luft- und Seefracht, verwenden wir Ecotransit und über dieses System können wir eben die Emissionen jeder einzelnen Sendung, die wir haben, berechnen. Dann haben wir noch in der Luftfracht das Programm ReGreen aktiv. Das ist eine Möglichkeit für unsere Kunden, die zudem auch noch kostenfrei ist, Luftfrachtsendungen auf bestimmten Routen mit umweltfreundlicheren, was dann wiederum heißt verbrauchsärmeren Flugzeugen, zu transportieren. Könnte jetzt zum Beispiel ein A350 oder auch ein Dreamliner sein. Und über dieses Programm kann man dann tatsächlich Reduzierungen von 10-40% im CO2-Ausstoß reduzieren. Grundsätzlich, was die alternativen oder auch eben emissionsärmere Antriebe angeht, haben wir in vielen Einheiten diese Antriebe im Einsatz, seien es jetzt zum Beispiel kleinere E-Fahrzeuge oder CNG-Fahrzeuge im Bereich Home Delivery oder seien es auch jetzt tatsächlich schwere E-Lkw im Containertransport. Nur so als Anmerkung, hier besitzen wir tatsächlich heutzutage noch eine der größten E-Lkw-Flotten, schwere E-Lkw, 40-Tonner in Europa oder auch eben schwere LNG-Lkw sind bei uns auch im Einsatz. Ich komme jetzt noch kurz auf unsere Binnenschifffahrt zu sprechen. Hier haben wir zum Beispiel die MS Duisburg im Einsatz und das Schiff zeichnet sich eben dadurch aus, dass es einen Vater-Sohn-Antrieb hat, der es dann eben je nach Leistungsbedarf antreibt. Das heißt, je nachdem, ob es jetzt stromaufwärts oder abwärts fährt, kommt dann der leistungsschwächere oder stärkere Antrieb zum Einsatz.
Außerdem hat dieses Schiff auch noch ein strömungsoptimiertes Heck, wodurch die Schubkraft dann ja fast verlustfrei ins Wasser gebracht werden kann, was wiederum auch den Treibstoffverbrauch reduziert. Ja gut, das ist aber auch nur eines von vielen unserer Schiffsprojekte. Wir sind zum Beispiel auch im Aufbau der sogenannten Eco-Shortsea-Flotte, die dann direkt aus 5 umweltfreundlichen Schiffen besteht. Grundsätzlich für die Zukunft kann ich noch einen kleinen Ausblick geben. Wir wollen natürlich die alternativen Antriebe in allen Einheiten ausbauen und auch den Bau von weiteren Logistiklägern vorantreiben. Aber hier sage ich nur, stay tuned. Gerade im Bereich Logistikläger wird es bald spannende Neuigkeiten geben und ja, mehr dazu später. Das waren jetzt schon wirklich eine ganze Menge sehr konkrete Beispiele, die in den einzelnen Geschäftsfeldern da in Sachen Nachhaltigkeit passieren. So aus der Erfahrung heraus, vielleicht kannst du das nochmal ausführen, Isa, was waren denn so die Projekte innerhalb der Gruppe, die mit dem wenigsten Aufwand umzusetzen waren, wo es am besten geklappt hat, am schnellsten auch ein Impact zu sehen war? Und was sich auch am wirtschaftlichsten davon herausgestellt hat. Das ist natürlich auch immer noch so ein Punkt. Wir sind natürlich auch ein Unternehmen und da ist der Wirtschaftlichkeitsaspekt sicherlich nicht außer Acht zu lassen. Ja, das ist auch wieder eine sehr gute Frage, die man auch so in Kürze gar nicht beantworten kann. Natürlich gibt es die bekannten Quick-Wins, helles Design, LED-Beleuchtung bei Hallen. Dann haben wir noch gerade im Bereich Straßenverkehr einfach das verbrauchsoptimierte Fahren und natürlich auch die alternativen Antriebe. Aber grundsätzlich ist so eine CO2-neutrale Logistik wirklich eine sehr große Herausforderung. Und da reichen solche Projekte mit wenig Aufwand einfach nicht. Wenn du dann mal einen Blick in die Glaskugel wirfst, was sind deiner Meinung nach die nächsten Steps oder Entwicklungsschritte in Sachen Nachhaltigkeit? Wo geht der Weg hin? Ja, die Frage, wo geht der Weg hin, das würde, glaube ich, jeder gerne wissen. Und so genau kann man das bei uns auch tatsächlich gar nicht sagen, weil jedes Geschäftsfeld eben auch seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt bei der Renus. Was man sagen kann, dass die Transition jedenfalls unterschiedlich lange dauern wird in den einzelnen Einheiten. Wenn man alleine jetzt mal den Lkw-Bereich und die Binnenschifffahrt vergleicht, der Lkw-Bereich ist dann doch, was die Dekarbonisierung angeht, schon weiter oder da ist es auch einfach absehbarer. Und es gibt natürlich auch regionale Unterschiede. Ja, wir haben trimodalen Transport in Zentralasien. Wir haben aber auch trimodalen Transport in Deutschland. Und allein hier die regionalen Unterschiede, was auch das Alter der Verkehrsmittel dann angeht, sind natürlich auch total unterschiedlich. Und im Gebäudebereich, hier natürlich auch noch ein wesentlicher Faktor, ist auch dieser Punkt gemietet oder Eigenimmobilie. Eine große Herausforderung, denn hier hat man dann mehr oder weniger Handlungsspielraum, wenn es um die Umsetzung von Maßnahmen geht. Heißt also, wir sind auch abhängig vom technologischen Fortschritt und ich sag mal, bis 2025, 2030 lässt sich der auch ganz gut voraussehen. Was aber dann danach passiert, wie schnell was passiert, welche neuen Innovationen vielleicht noch aufkommen, wie sehr man dann einem Druck ausgesetzt ist, um doch Investitionen zu tätigen, vor denen man sich heute vielleicht noch scheut. Das ist ganz schwer zu sagen. Da wird die Glaskugel dann, sage ich mal, immer milchiger. Ja, und wir haben natürlich jetzt für uns erstmal die ersten Schritte getan. Und mit diesem Unsicherheitsfaktor gehen wir dann eben so um, dass wir hier in einem PDCA-Zyklus, also Plan, Do, Check, Act, Vorgehen arbeiten, damit unsere Strategie eben immer angepasst ist, auch auf die Änderungen, die sich ergeben. Isa, zum Abschluss vielleicht. Wir haben sicherlich unter unseren Hörern auch den einen oder anderen, der in einem Unternehmen arbeitet und vielleicht gerne noch mal einen kleinen Tipp oder Trick mitnehmen möchte. Hast du da was auf Lager, was Unternehmen schnell und unkompliziert umsetzen können, um nachhaltiger zu werden? Also überzeugen kann man bei Nachhaltigkeit immer am besten, wenn eine Lösung gleichzeitig auch wirtschaftlich ist. Den Punkt LEDs habe ich, glaube ich, heute schon ein paar Mal genannt. Und was auch mal ganz gut umsetzbar ist, ist grundsätzlich eine Prozessoptimierung. Ja, allein wenn ich jetzt schon darauf achte, Wege zu reduzieren, zum Beispiel mit einem Staplerleitsystem, kann ich dadurch auch Energie sparen. Ich muss jetzt zum Beispiel meine Stapler weniger laden, spare dadurch Strom und so weiter und so fort. Und
diese Klassiker wieder zu nennen, die einfach zu integrieren sind für alle Mitarbeiter, wäre eben Papier sparen, Wasser sparen, Licht ausmachen, Bildschirm ausschalten, Steckdosenleisten ausschalten, was es da eben so alles gibt. Und grundsätzlich sagt man aber ja bei dieser Strategie, was Reduktion und Maßnahmen angeht, zuerst muss man sich überlegen, welche Emissionsquellen kann ich denn komplett eliminieren, ja, wenn ich einfach nicht mit dem Auto fahre. Dann, wie kann ich etwas reduzieren? Ich fahre weniger mit dem Auto, ich kaufe mir ein anderes Auto und so weiter und so fort. Und nur dann, auch dieser etwas umstrittene Punkt, ist eben Kompensation die Möglichkeit, die man dann wählen kann. Ja, liebe Isa, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, so einen tiefen Einblick hatten wir bisher noch nie. Wir haben natürlich schon mal so ein paar nachhaltige Themen in unseren Episoden gehabt, aber das war jetzt wirklich mal so ein richtiger Fokus, ein richtiges Spotlight auf das Thema. Also vielen Dank, dass du uns da diesen Einblick in dieses spannende Aufgabenfeld gegeben hast. Ja, das freut mich sehr. Nochmals danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, dass ich unseren Zuhörern etwas mehr Einblicke in die Renus-Welt und Nachhaltigkeit geben konnte. Und ja, danke euch. Was wir auf jeden Fall mitnehmen können, nachhaltige Logistik und wirtschaftliches Handeln schließen einander nicht aus, sondern im Gegenteil, allein schon ein Verbesserungsprozess ermöglicht es, dass man seine Dienstleistungen nachhaltig ausführen kann. Und das war sie auch schon wieder, unsere aktuelle Folge von Logistics People Talk, dem Podcast der Renus-Gruppe. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie auch keine weitere Folge verpassen wollen, abonnieren Sie Logistics People Talk überall dort, wo es Podcasts gibt. Alles Gute, passen Sie auf sich auf. Es verabschieden sich Gwen Dünner und Andrea Goretzky.